Hallo Campingfreunde, kennt ihr das Geräusch? Es ist Sommer, Hochsommer und ihr habt ein Zelt oder einen Caravan mit einer Schlafkabine dran und da vorne ist keine Moskitotür dran und kein Moskitofenster. Also Fenster hoch und dann kommen die lieben Mücken und ihr seht morgens aus, ja, wie Streuselkuchen. Hallo Campingfreunde, ich bin der Hanjak vom YouTube-Kanal Reisefalter und ich zeige euch heute, wie man eine Gasetür macht oder ein Gasefenster in einer Schlafkabine. Wichtig ist auch, dass ihr die Tür hochrollen könnt. Als erstes müsst ihr Maß nehmen, das heißt so groß wie das Fenster werden soll, müsst ihr unten ausschneiden. Dann müsst ihr die Klappe, die da entsteht, mit Schrägband einfassen. Ebenfalls auch die Öffnung mit Schrägband einfassen und dann müsst ihr ein Gasestück schneiden, das größer ist als die Klappe und dieses ebenfalls mit Schrägband einfassen. Und dann könnt ihr alles aufnähen und dann habt ihr ein Gasefenster drin. Und wir machen aber jetzt eine Gasetür, also eine Moskitotür, damit wir nicht von den Mücken aufgefressen werden, wenn wir einfach mal die Tür offen lassen wollen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ich habe Maß genommen, wie ihr seht. Die Moskitotür ist also genauso groß wie die andere Tür auch. Sie wird dann vorne dran genäht und mit Reißverschlüssen zugemacht. Aber wie das geht, zeige ich euch jetzt. Hallo Campingfreunde, es schneit draußen und jetzt ist genau das richtige Wetter, um was zu bauen. Ich habe mir dieses Gase gekauft und das schneide ich jetzt zurecht. So, jetzt kommt der Reißverschluss dran. Wir haben endlos Reißverschluss gekauft. Das waren mal eben 6 Meter. Also ihr könnt das auf Vorrat kaufen, ist recht preiswert. Und dazu gibt es dann einen ganzen Haufen Zipper. Und die könnt ihr hier natürlich aufziehen. Und wie man das macht, zeige ich euch jetzt mal. So, wir haben hier die Zipper, hier die Reißverschlüsse oder den Reißverschluss. Dann schneidet ihr hier ein und hier das Stück ab. Ja? So, und dann könnt ihr solchen Zipper einziehen. Und das könnt ihr gleich auf Vorrat machen. Der hat also eine runde Seite und eine eckige Seite. Die runde Seite nach vorn. Dann hier ein bisschen aufmachen. Ne? Dann wird hier die eine Seite eingefädelt. So, bis hierher. Dann fädelt ihr die andere Seite auch ein Stück ein, sodass das ein bisschen gleichmäßig aussieht. Hoppla. Ja. Ist nicht so ganz einfach. So, und jetzt könnt ihr hinten festhalten und den Zipper einziehen. Ja. Und dann ist der drin. Ja, so geht das wieder auf. Und so geht das zu. So, das könnt ihr schön gleichmäßig machen und zieht hier gleich mehrere Zipper auf. Dann habt ihr den ganzen Vorrat von dem Beutel hier drin. So, ich habe mal hier alle aufgezogen. Ja, das ist der Vorrat. Jetzt zeige ich euch mal, wie man mit den Enden umgeht. Ich mache das mal mit Nadel und Faden in bunt. Ihr nehmt natürlich Nadel und Faden passend zum Reißverschluss. Und jetzt müsst ihr das hier stoppen. Das heißt, ihr müsst hier praktisch drüber nähen. Das kann man natürlich auch mit einer Nähmaschine machen. Das geht natürlich schneller, aber damit ihr seht, was da passieren muss, ja, ihr müsst also hier wirklich den Stopper annähen, damit der Reißverschluss an der Stelle nicht wieder aufgeht. So, dann könnt ihr das hier abschneiden. Und wie geht man mit dem anderen Ende um? Das ist hier. Das andere Ende vom Reißverschluss, also aufmachen. Und wenn ihr also ein bisschen länger lassen, ja, nicht so geizig mit dem Reißverschluss, wenn ihr dann den Reißverschluss aufnäht, dann könnt ihr das hier umklappen. Ja?
beim Aufnähen. Und dann stoppt das auch, das heißt, der Zipper geht an der Stelle auch nicht weiter. Ja, also ein bisschen großzügig, so 2-3 cm länger lassen. Ja, da müsste man denken, ab hier jetzt abmessen, so lang wie die Klappe, die ihr da näht, und dann lasst ihr einfach mal noch so 1-2 cm länger und könnt das dann hier hinten umnähen. Hallo, ihr seht mich hier ganz ehrfurchtsvoll vor der Nähmaschine meiner Frau. Ich darf jetzt die Gaze einfassen und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt mal. So, ich habe hier das Schrägband aufgeklappt, ja, um es dann hier anzunähen. Und dann kommt das Ganze nachher rumgeklappt und wird dann nochmal von der anderen Seite angenäht. Jetzt kommt die andere Seite dran und da zeige ich euch nochmal, was man hier so macht. Also, wir hatten das hier angenäht. Jetzt klappen wir das so wieder um, dass wir hier das eingefasst haben. Ja, und dann kann das hier genäht werden. Jetzt kommt eine Ecke dran, die zeige ich euch hier. Schaut mal. Also hier wieder aufklappen, dann klappt ihr das hier um und dann kommt das hier drauf. Ja? Und dann habt ihr hier eine Ecke und dann passiert dasselbe wie mit dem hier. Ne? Also erstmal hier annähen und dann umklappen und fertig nähen. Ihr seht, ich habe es geschafft. Ich habe das eingefasst. Das ist die Gazetür und jetzt kommen die Reißverschlüsse. Für das Annähen eines Reißverschlusses gibt es einen speziellen Fuß, der erleichtert das Ganze, das seht ihr hier. Und der ist hier angebaut. Und jetzt kann ich hier anlegen, sodass der hier daneben steht. Und dann kann ich sofort loslegen. Und hier ist der Reißverschluss, ne? Und hier neben ist der Fuß. Den kann man hier umhängen, den Fuß. Dann kann man also auch hier was nähen. Dann nehmen wir den nach vorne, ziehen hier ein bisschen dran, damit das nach vorne bleibt. So, wir wollen diesen Stopper hier bauen. Ich habe Schrägband nochmal so geschnitten als Klemme. Das kommt hier dran. Und jetzt können wir hier einfach zunähen. So, mit dem zweiten Teil machen wir das auch noch. Das Schrägband hier dran, dann können wir das hier dran klemmen. Und dann geht's los. Jetzt nähe ich die Gazetür, das Moskitonetz, von innen an die Tür der Schlafkabine. So, ich habe den Reißverschluss jetzt dran gesteckt. Und zwar neben der Tür. Also ich habe die Tür zugemacht. Dann habe ich den Reißverschluss dran gesteckt an den Rahmen. Und dadurch, dass wir die Gazetür breiter gemacht haben, lässt sich das auch besser nähen. Also hier wieder den Fuß, diesmal auf der anderen Seite. Und dann näht man halt am Reißverschluss wieder an.
Ja, und das macht man natürlich auf beiden Seiten, also an dem Rahmen annähen. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man sich auch die Zeit nimmt, damit da nicht sich Falten bilden oder sowas, und dann kann man das nähen. So, meine Frau hatte natürlich noch den Trick, den Reißverschluss andersrum anzunähen, nämlich von unten nach oben, und dann musste den ganzen Babel da nicht durch dieses kleine Loch kriegen. So, bin fertig. Jetzt zeige ich euch die Moskitotür. Ne? Ja. So. Ne? Jo. Und die Tür kann natürlich auch durch, oder? Ja. So, jetzt ist alles friedlich. Moskitotür ist drin. Ja, ich wünsche euch moskitofreie Nächte, einen schönen Urlaub und gutes Gelingen beim Nachbauen. Tschüss, euer Hans-Jörg.